Wir beginnen unsere Durchquerung Patagoniens im Seengebiet im Norden, der sogenannten südamerikanischen Schweiz. Passend dazu zeigt sich Bariloche, das Tor zu den Seen auf argentinischer Seite, ganz im Schweizer Stil. Den besten Blick auf die patagonische Seenplatte hat man bei einer kurzen Wanderung auf dem Cerro Otto bei Bariloche. Am besten kann man die patagonische Seenplatte beim Lake Crossing zwischen Argentinien und Chile kennenlernen. Zunächst geht es von Bariloche über den Lago Nahuel Huapi. Vom Ende des Sees geht's per Bus zum Lago Fria. Den vergletscherten Cerro Tronador sehen wir dann sowohl von der argentinischen als auch von der chilenischen Seite. Nach Überquerung des kleinen Lago Fria fahren wir ein längeres Stück durch den Regenwald über die chilenische Grenze. Den Abschluss des Lake Crossing bildet die Überquerung des Lago de los Santos, eindrucksvoll am Vulkan Osmo gelegen. Das Lake Crossing endet in Puerto Varas, wo schon so richtige Weihnachtsstimmung aufkommt, bevor wir unseren Pick-up in Puerto Montt für die Carretera Austral übernehmen, die als eine der schönsten Straßen der Welt gehandelt wird. Jetzt geht's auf die Carretera Austral.
kurzer Weiterfahrt erreichen wir Ornopiren, ein unserer Meinung nach unterschätzter Ort entlang der Carretera Austral. In Ornopiren beginnt dann der zweite 3,5-stündige Fährabschnitt bis Caleta Gonzalo entlang der patagonischen Fjordwelten. Die chilenischen Lachsfarmen haben wegen ihres negativen Einflusses auf die Umwelt traurige Berühmtheit erlangt. Bei Caleta Gonzalo erwartet uns landestypisch der patagonische Regen und wir bekommen einen weiteren Eindruck von der Carretera Austral. Nur etwa 50% der Straße sind asphaltiert und nun wissen wir, warum unser Pickup von enormem Vorteil ist. So, jetzt können wir durch den richtigen Regenwald. So, mitten im Regenwald mit viel Regen. Der 290.000 Hektar große Pumalin-Park wurde vom US-Millionär Douglas Tompkins gegründet und ging nach seinem Tod 2015 an den chilenischen Staat mit der Auflage zurück, als Nationalpark erhalten zu bleiben. Riesenfahne schmücken den Weg. Der Regenwald und die Vulkane prägen den Park. Ja, im Regenwald gibt's viel Regen und viel Wald. Auf der Weiterfahrt vom Lago Yelcho sehen wir im Corcovado Nationalpark
unseren ersten patagonischen Hängegletscher vom Regenwald aus. Und weiter geht es auf der Carretera Austral auf asphaltierten Straßen südwärts mit Mittagspause in einem einsamen Supermercado, wo wir in La Junta die besten Churrascos unserer Reise bekamen. Churrascos sind gegrillte, würzige Rindfleischstücke, die hier zwischen zwei Brothälften serviert werden. Die Ortschaft Puyuhuapi wurde 1935 gegründet und bis heute zeigen sich noch Spuren der vielen deutschen Siedler, die ursprünglich wegen des von der chilenischen Regierung geschenkten Landes hierher kamen und später nach dem Zweiten Weltkrieg nachsiedelten. Mit ihrer Nähe zu Hitler, Mussolini und Pinochet umranken viele Mythen den Ort, doch zählt das Hopper-Dietzel-Bier zum Besten entlang der Carretera Austral. Zumindest eine Dieseltankstelle gibt es in Puyuhuapi. Unsere Unterkunft liegt nahe Puyuhuapi am Lago Riso Padrón. Diese Gegend zählt zu den am wenigsten besiedelten der Welt. Nur 6.000 Einwohner kommen auf gut 17.000 Quadratkilometer Land. Nationalpark mit seinem im verwunschenen Regenwald liegenden Hängegletscher sollte man auf keinen Fall verpassen. Frohe Weihnachten. Und weiter geht's. Wie hoch
meinst, das sind da die Spitzen, keine 2000, 1530 Meter. Ja, direkt an der Carretera Austral. Sehr naturbelassen. Bei extremem Patagonien-typischen Wind erreichen wir auf dem letzten schon asphaltierten Teil der Carretera Austral das Felsschloss Cerro Castillo mit der berühmten Serpentinenstrecke. Schließlich nehmen wir noch 2 Wanderer auf unserem Pickup mit und erreichen Cerro Castillo mit Bergblick aus unserem Zimmer, und am nächsten Morgen erwartet uns bestes Wetter für unsere erste Trekkingtour zur Laguna Cerro Castillo. Und dann geht's los zum Cerro Castillo. Grüß Gott. Die Wanderung zum Morro Rojo ist mit 1500 Höhenmetern und 15 Längenkilometern unser erster Test für das patagonische Trekking. Wenn das funktioniert, sollten die übrigen Touren auch machbar sein. Wir sind noch nicht ganz da. Bläst auf dem Cerro Castillo. Aber wunderschön. Ist es schön. Der Wind, das himmlische Kind. Und wieder zurück von unserer ersten
anspruchsvollen Hiking-Tour. Und dann endete der asphaltierte Teil der Carretera Austral ganz plötzlich und die 170 Kilometer Strecke wurden zum 4-stündigen, aber landschaftlich sehr beeindruckenden und einsamen Schlagloch-Parcours. Mit dem Boot erreichen wir die Marmorhöhlen bei Puerto Rio Tranquillo. Das Gletscherwasser hat den Marmor über die Jahrtausende erodiert und an Salvador Dali erinnernde Gesteinsstrukturen geformt, die scheinbar in das Wasser hineinschmelzen. Bei Tres Lagos verlassen wir die Carretera Austral und nach Übernachtung beginnt die Fahrt entlang des Lago Argentino nach Argentinien. Bei Chile Chico überqueren wir zum ersten Mal die chilenisch-argentinische Grenze mit all ihren Grenzformalitäten und nach der Grenze erwartet uns ein vollkommen anderes Landschaftsbild, die patagonische Pampa.
Cueva de los Manos, die Höhle der Hände, ist eine abgelegene Höhle in der patagonischen Pampa mit 9.500 bis 13.000 Jahre alten inversen Handabdrücken. Farben aus natürlichen Mineralien sollen hier durch hohle Tierknochen geblasen worden sein, um den Effekt von Sprühfarbe zu erzeugen. Die Abdrücke sollen die Botschaft hinterlassen: Ich war da. Eine abgelegene und etwas abgefahrene Unterkunft ist die Schafsam Estancia Telma auf dem Weg auf der Ruta 40 durch die Pampa. Auf zum Cerro Torre. Unsere erste Trekkingtour im Bergsteigerort El Chaltén führte uns am Neujahrstag 2023 18 Kilometer weit bei Wind und Wetter zur Laguna Torre unterhalb des Cerro Torre. Er gilt als einer der schwierigsten Gipfel Patagoniens und damit der Welt. Cesare Maestri behauptete, ihn 1959 bestiegen zu haben. Allerdings stürzte sein Begleiter zusammen mit der Kamera und den Beweisfotos ab und wurde nicht gefunden. Heute gilt es als erwiesen, dass der Gipfel damals nicht bestiegen wurde. Die anerkannte Erstbesteigung erfolgte 1974.
So, an der Laguna de Torre. Der Torre leider nicht ganz klar sichtbar. Und fast windstill. Ganz erstaunlich, Ja. gerade im Moment. Nach endlosen 9 Kilometer Rückweg von der Laguna Torre kommen wir wieder zurück nach El Chaltén. Leichter Wind. Am nächsten Tag erwartet uns bestes Wetter für einen der, wenn nicht dem Höhepunkt unserer Patagonienreise. Die Wanderung zur Laguna de los Tres unterhalb des Fitzroy. 21 Kilometer und 800 Höhenmeter erwarten uns, doch ist die Tour jede Anstrengung wert. Ein erster Blick auf den 3405 Meter hohen Fitzroy, doch sind wir erst 4 Kilometer unterwegs. Von nun an wird er uns bis zur Lagune begleiten. Ja, genau. Neben dem Fitzroy zeigt sich heute auch der Cerro Torre in seiner ganzen Pracht, im Gegensatz zur gestrigen Wanderung zur Laguna Torre. An der Laguna des Tres. Von El Chaltén ist es nur eine relativ kurze Fahrt durch die Pampa nach El Calafate, das durch den leicht zugänglichen Puerto Moreno Gletscher einer der meistbesuchten Orte Patagoniens ist.
Das Cordero, gegrilltes Lamm, ist im argentinischen Patagonien allgegenwärtig. Der Puerto Moreno-Gletscher ist mit 250 Quadratkilometern Größe einer der größten Auslassgletscher der südamerikanischen Anden. Bei einem geführten Gletscherhike kann man den Gletscher hautnah erleben. Typical dishes of Argentina. The ones that don't want to go inside, you can wait here. Yeah, the rest follow me. But don't forget me. No, we have to return. Don't worry. But now we are inside the Akriba. Das letzte große Abenteuer unserer Patagonienreise wartet auf uns. Das W-Trekking im Torres del Paine Nationalpark. W-Trekking deshalb, weil der Weg in Form eines W in die verschiedenen Täler des Torres del Paine Massivs führt. Zusammen mindestens 4 ausgedehnte Wandertage. Gleich zu Beginn geht es zum Mirador Torres mit den legendären Ausblicken auf die berühmten Felstürme. Der Windy Pass macht seinem Namen alle Ehre. Die erste Hütte ist das Refugio Chileno, von dem es dann am folgenden Tag zum Mirador Torre geht.
Glück haben, sind wir gleich oben. Beim Abstieg vom Mirador Torre entscheiden wir uns für unsere persönliche Variante des W-Track. Anstelle unterhalb des Gebirges zu gehen, fahren wir aussichtsreich auf der anderen Seite mit grandiosem Blick auf die Berge und nehmen den Katamaran zum Rifugio Peine, von wo aus wir den W-Track fortsetzen. Die Variante entpuppte sich als Höhepunkt unserer Tour. Rifugio Peine geht es zunächst Richtung Val Frances, dem mittleren Tal des W-Track, mit grandiosen Ausblicken auf die Cuernos, die Hörner des Peine-Massivs und den mit 3050 Meter hohen Cerro del Peine, den höchsten Berg des Peine-Nationalparks. Weiter geht's zum letzten Teil des Torres del Paine Trekking, die Wanderung zum Grey Gletscher.
Flamingos verabschieden uns vom Torres del Paine Nationalpark. Nun liegt noch eine längere Strecke nach Feuerland an der Südspitze Patagoniens vor uns. Erste Station ist Puerto Natales, eine schöne Stadt mittlerer Größe, von wo aus wir einen letzten Blick auf den Cerro del Paine werfen. Zügig geht es dann auf der Ruta del Fin del Mundo, der Straße ans Ende der Welt, nach Punta Arenas, wo der Bus nach Ushuaia auf uns wartet. Noch gut 600 Kilometer trennen uns vom Ende der Welt. Die 12-stündige Busfahrt erwies sich dann als wesentlich angenehmer als erwartet. Die Magellanstraße verbindet Feuerland mit dem südamerikanischen Festland und wird mit einer Fähre überquert. Der Name Feuerland kommt von den Lagerfeuern der indigenen Bevölkerung, die der portugiesische Seefahrer Magellan bei seiner Seefahrt gesehen haben soll. Und schließlich erreichen wir Ushuaia, Abschluss des Patagonien-Teils unserer Weltreise und Tor zum Antarktis-Abenteuer. Ein letzter Ausflug führt uns in den Parco Nacional Tierra del Fuego, den Feuerland-Nationalpark. Hier endet die Straße und damit auch die Traumstraße der Welt, die von Alaska bis Feuerland führt. Danach geht es nur zu Fuß oder per Schiff weiter. Rast am Beagle-Kanal, der Ausgangspunkt für unsere Antarktis-Expedition sein wird. Die Torfmoore sind essentiell für das feuerländische Ökosystem, etwa zur Wasser- und Kohlenstoffspeicherung und für die Biodiversität. Am Hafen von Ushuaia wartet bereits die Ortelius auf uns für die Expedition in die Antarktis.